Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen eine Präsentation vorführen, die ich am 10. Juli im Rahmen einer Senatssitzung hier an der Universität Göttingen gehalten habe. In dieser Präsentation geht es um eine Bilanz meiner Präsidentschaft bisher nach ungefähr 3 Jahren und auch um einen Ausblick auf die kommende Zeit. Ich tue das deswegen, weil ich immer wieder höre, dass hier viele Gerüchte im Umlauf sind und dass Leute behaupten, dass dieses oder jenes passiert sei oder nicht passiert sei. Ich möchte dazu einfach beitragen, dass wir über die Fakten sprechen können. Und deswegen habe ich jetzt im Rahmen so ungefähr einer halben Stunde für Sie Informationen, aus denen Sie entnehmen können, was waren die Ziele am Anfang meiner Präsidentschaft, wo stehen wir jetzt, was haben wir nicht erreicht und was planen wir noch zu erreichen. Das sehen Sie hier im Inhalt des Vortrages. Ich werde Ihnen zunächst etwas zur Ausgangslage sagen, also wie stand die Universität da, als ich meine Präsidentschaft begonnen habe. Dann geht es etwas um Leitungsstruktur und Finanzen. Wir gucken uns an, was wurde eigentlich erreicht bisher, was wurde nicht erreicht. Natürlich wurden auch Sachen nicht erreicht, wie wir alle wissen. Was sind die strategischen Ziele für die Zukunft? Und ich gebe am Ende eine Zusammenfassung. Ja, beginnen wir einmal. Reinhard Jahn war vor mir Präsident. Er hat ja die Übergangszeit bestritten. Wir wissen alle, es gab vorher turbulente Zeiten. Und Reinhard Jahn wurde gebeten, hier Präsident an der Universität zu sein. Er hat mit den bisherigen Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen gearbeitet. Er hat die Universität in einem gewissen Sinne wieder in ruhige Fahrwasser gebracht. Er hat auch schon die Ausrichtung auf die neue Exzellenzstrategie vorgenommen. Seine Amtszeit wurde allerdings je unterbrochen durch die Corona-Pandemie. Und ich glaube, wir sind ihm alle dankbar, wie er die Corona-Pandemie gemeistert hat. Ich möchte nur an den Campus Covid-Screen erinnern, was sein Verdienst war. Ich glaube, da hat er sich auch bleibende Verdienste für die Universität erworben. Er hat es von Anfang an seine Amtszeit auf 1 Jahr befristet. Er hat gesagt, dann muss die Universität es geschafft haben, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Und das bin ich dann gewesen. Ich habe das Amt am 1.4.21 übernommen, also auch mitten in der Pandemie. Und ich habe ein neues Präsidium installiert. Und es ist so, dass natürlich die hauptamtlichen Vizepräsidenten, Frau Schüller und Herr Lossau, die habe ich natürlich übernommen. Man muss zu Frau Schüller sagen, sie war ja quasi auch noch neu, weil sie ja eigentlich auch die ganze Pandemiezeit da miterlebt hat. Es ist so gewesen, dass es gleich etwas holprig losging, weil der Vorschlag, den ich gemacht habe für einen Vizepräsidenten für Studium und Lehre, der wurde nicht akzeptiert. Und so musste ich das Amt 7 Monate lang vertreten, bis ich mit Christian Ammer eine hervorragende Lösung gefunden habe für dieses Amt. Und ich glaube, das war eine gute Lösung. Ich selber war auch in Dortmund 5 Jahre lang Vizepräsident für Studium und Lehre und kannte mich deswegen mit den Thematiken auch sehr gut aus, sodass das ging. Ich habe hier extra meine Bewerbung nochmal aufgeführt, denn ich möchte auch aus meiner Bewerbung zitieren, sodass wir sehen können, was ist eigentlich das Versprechen sozusagen gewesen und was ist dann daraus geworden. Ja, wenn wir uns über die Leitungsstruktur und die Finanzen Gedanken machen, auch insbesondere am Anfang, dann ist es so, ich glaube, eine wesentliche Änderung, die ich gleich als erstes eingeführt habe, was die Governance angeht, dass ich die Leitungsstruktur, die langjährig hier eingeübt war, verändert habe. Ich sage Ihnen auch gleich warum. Also die Leitungsstruktur war so, wir hatten vorher ein sogenanntes Fakultäts- oder Bereichsmodell. Das heißt, die Vizepräsidentinnen waren auch administrativ vollständig für ihre Bereiche zuständig und es gab auch Präsidiumsmitglieder, die einzelnen Fakultäten zugeordnet waren und zum Beispiel dort Berufung durchgeführt haben, große infrastrukturelle Maßnahmen durchgeführt haben, Investitionen dort auch durchgeführt haben. Diese Struktur ist sicherlich eine gute Struktur, wenn man viel zu entwickeln hat, wenn man viele Möglichkeiten hat, wenn man viele finanzielle Möglichkeiten hat. Diese Struktur hat Nachteile, wenn die finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, weil natürlich die einzelnen Bereiche unabhängig voneinander agieren. Natürlich werden sie im Präsidium zusammengeführt und es werden Beschlüsse gefasst, aber diese Beschlüsse nehmen keinen Bezug aufeinander, insbesondere keinen Bezug auf die gesamten Finanzen der Universität. Es ist hier schon vorgekommen, dass sehr große Versprechungen gemacht worden sind, finanziell sehr große Versprechungen, die dann auch am Ende nicht immer alle erfüllt werden konnten. Deswegen habe ich gesagt, wir gehen in ein Ressortmodell über. Das heißt, die Vizepräsidentinnen sind thematisch verantwortlich für ihre Ressorts
Und die Vizepräsidentin für Finanzen und Personal, also Frau Schüller, ist für das ganze administrative Personal zuständig, damit sie den Überblick über die Administration hat und an jeder Stelle weiß, was passiert, auch weiß, was finanziell passiert. Und wir haben auch keine Zuordnung mehr der Vizepräsidenten zu Fakultäten, damit wir auch hier durch die inhaltliche Arbeit immer die Sachen gemeinsam ins Präsidium tragen und sie dann auch gemeinsam entscheiden. Ich kann dazu nur sagen, mit gemeinsam entscheiden ist auch genau das gemeint. Es ist nicht so, dass der Präsident immer sagt, wo es lang geht. Wir treffen Entscheidungen und es ist häufiger vorgekommen, dass eine Sache, die ich vorgeschlagen habe, am Ende nicht durchgeführt wurde, weil die Vizepräsidentinnen einfach die besseren Argumente hatten und man dann gemeinsam zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Und ich habe als neues Ressort eine Vizepräsidentin für Berufungen ernannt mit Frau Holler. Das hatte ich auch vor der Wahl angekündigt, dass ich ein solches Ressort schaffen werde, einfach weil Berufungen einer der zentralen Punkte einer Universität sind. Ja, wir haben auch neue Kommunikationsformen etabliert. Einige hatte Herr Jahn auch schon eingeführt, aber wir haben regelmäßige Professorien, die ich gemeinsam mit Frau Schüller durchführe, einfach um ständig in Kontakt zu bleiben. Wir haben die Fakultätsräte regelmäßig besucht. 2 Termine pro Semester gibt es immer in den Dekanaten mit der Vizepräsidentin für Berufungen, weil die Berufungsfragen sozusagen ständig in jeder Fakultät die Top-Priorität haben. Die Präsidiumsprotokolle haben wir veröffentlicht. Das war vorher auch nicht der Fall. Der Georgia-Augusta-Dialog live zu speziellen Themen wurde eingeführt. Das ist ein Format, das wir auch schon von Herrn Jahn übernommen haben. Das heißt also zum Beispiel zu Publikationsstrategien laden wir die Universität ein, um mit uns in den Dialog zu treten. Es finden Kaminabende statt in der Sternwarte, so alle 6 bis 8 Wochen mit so 4 bis 5 Professorinnen, wo wir uns über universitäre Themen austauschen. Alle 2 Wochen gibt es ein Newsletter zu aktuellen Themen und es finden Samstagsgespräche statt. Das heißt, 1 Stunde lang stehe ich für jeder Mann oder jede Frau zur Verfügung, die sich mit mir einfach über die Universität unterhalten möchte. Und zwar jeweils immer 15 Minuten, 4 mal 15 Minuten stehe ich per Zoom zur Verfügung. Und wir haben sehr enge Absprachen mit den Campuspartnern und der UMG. Das mit den Campuspartnern sieht man auch daran, dass die Max-Planck-Institute uns wirklich ganz eng einbinden. Wir sind natürlich in der Forschung sehr eng miteinander verbunden. Und es finden auch die Perspektivgespräche zur Lehre mit den Fakultäten statt. Auch das ist eine Neuerung, die wir eingeführt haben. Das heißt, wir haben viele Kommunikationsformen etabliert, um in den Informationsaustausch zu kommen. Ich möchte vielleicht zitieren aus meiner Bewerbung. Ich habe geschrieben, als zentralen Punkt kann ich hier in die Prozesse meiner Erfahrung als Prorektor Finanzen einbringen. In diesem Rahmen und als Prorektor Studium habe ich das Budgetierungsmodell der TU Dortmund mitentwickelt und in den letzten 4 Jahren die Budgetierung der gesamten Universität einschließlich der Verwaltung durchgeführt. Hier hat es sich herausgestellt, dass eine vollständige Transparenz der Universitätsleitung in Finanzfragen zu einer großen Befriedung universitätsinterner Konflikte beigetragen hat. Das habe ich in meiner Bewerbung geschrieben. Wenn wir uns die Ausgangslage angucken, man muss sagen, bevor Frau Schüller gekommen ist, also vor 2019, war die Position des Vizepräsidenten für Finanzen und Personal längere Zeit unbesetzt. Das führte dazu, dass wir zwar eine zentrale mittel- und langfristige Finanzplanung hatten, aber dass die eigentlich nicht belastbar war. Das kann man an den entsprechenden Daten sehen. Die erste Analyse, die ich bei meinem Antritt getroffen habe, war, dass wir eigentlich überhaupt keine zentralen Spielräume mehr haben. Das heißt also, unsere zentralen Finanzen, das, was wir als Präsidium tun können, das ist eigentlich komplett null. Das werden Sie gleich auch noch anhand einer Grafik sehen. Das heißt, gestalten war nicht möglich. Im Gegenteil, wir müssen die zentralen Finanzen so schnell es geht sanieren, um Spielräume zu bekommen, aber im Wesentlichen, um Besetzungssperren zu verhindern. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Universitätsbudget in ein größeres Minus laufen, dann ist es nicht so, dass Ihnen dann das Land irgendwie hilft, sondern Sie müssen dann die nächsten Stellen, die frei werden, einsparen. Und das sind die nächsten Professuren, müssen Sie einsparen. Andere Universitäten in der Republik sind in dieser Situation. Die Ruhr-Universität Bochum beispielsweise muss 30 Professuren in den nächsten, ich glaube, 3 Jahren einsparen. Und das sind dann natürlich die nächsten, die frei werden. Das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Das war ganz wichtig. Und da hat auch Frau Schüller ganz hart mit dran gearbeitet, dass uns das gelungen ist. Ja,
was wurde erreicht und was wurde nicht erreicht. Jetzt kommen wir auch gleich wieder zu den Finanzen. Hier sehen Sie nämlich die Entwicklung der zentralen Finanzen. Sie sehen immer diese graue Säule. Die rechte Säule sind unsere Ausgaben, die wir prognostizieren. Die linke Säule sind unsere Einnahmen, die wir haben. Und Sie sehen, das ist unsere heutige Lage. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sind wir 2030 mit unseren zentralen Finanzen am Ende und laufen dann in die Gefahr hinein, nicht mehr selber das planen zu können, was wir benötigen. Und Sie sehen auch, wir haben noch Rücklagen, das ist hier aufgeführt, die sind aber letztlich gebunden, weil sie bis 2030 schon ausgegeben sind. Das heißt also, hier auf dieser Skala ist die Höhe der Rücklagen und die gestrichelte Linie ist die Null. Das eigentliche Ziel, was man haben muss, ist, hier vorne die Kurve etwas abzusenken, weil uns unsere Rücklagen auch letztlich negativ ausgelegt werden, weil immer gesagt wird, ihr habt ja noch Geld. Und das Ziel ist, unser Ausgabenverhalten in der Zukunft zu verbessern, damit diese Kurve in eine Balance kommt. Ich zeige Ihnen mal, was passiert wäre jetzt nach 3 Jahren oder über 3 Jahren, wenn wir nicht eingegriffen hätten am Anfang. Mit eingegriffen meine ich, wir haben Projektstellen eben nicht verdauert. Das hat natürlich zu Unruhe geführt und wir haben viele andere Sachen eingespart und einsparen müssen, damit wir hier wieder handlungsfähig werden. Wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wäre diese Kurve herausgekommen. Das heißt, wir wären dann schon 2027, 2026, 2027 in die Zahlungsunfähigkeit gelaufen und hätten zu rigorosesten Maßnahmen greifen müssen. Das heißt aber natürlich auch, dass diese Gesamtlage uns immer noch nicht zufriedenstellen kann, aber wir haben uns drastisch verbessert, was das angeht. Wir haben als Präsidium dafür natürlich auch Kritik einstecken müssen. Das verstehe ich auch. Ich verstehe auch alles und auch jeden, der gesagt hat, Mensch, warum müssen wir jetzt an dieser Stelle sparen? Warum können wir die folgende Stelle nicht weiter fortführen? Ich verstehe das voll und ganz, aber es war dringend notwendig, wie man an diesen Kurven sieht. Und wir sind ja auch noch nicht über den Berg. Ich komme da gleich drauf zu sprechen. Ja, wir haben dann im Rahmen eines Finanzretreats am 13. Juni gezeigt, was wir tun müssen, um hier aus dieser Situation rauszukommen. Nämlich, wenn man die Budgets aller Fakultäten um 2% reduziert und wenn wir auch Professuren, die sich in den zentralen Finanzen befinden, in Fakultäten verlagern, dann schaffen wir es, diese Kurve, Sie sehen hier den Trend der Kurve umzudrehen und sie sozusagen auch in ein Plus zu kommen, sodass wir zentrale Finanzen in der Zukunft haben, um selber auch strategisch tätig zu werden. Das ist die heutige Lage. Wenn wir das also täten heute, dann würde es so aussehen. Das heißt, dann haben wir eine Chance, wirklich in einen Gestaltungsspielraum zu kommen. Das werden wir auch schaffen, wenn wir weiter so unsere Disziplin bei den Ausgaben einhalten. Wenn wir nicht gehandelt hätten, wenn wir die letzten 3 Jahre nicht gehandelt hätten, dann wäre es diese Kurve gewesen und wir wären nicht rausgekommen aus dieser Zwangslage, in der wir uns immer befinden, dass unsere zentralen Finanzen erschöpft sind. Das heißt also, auch hier zeigt der Sparkurs der letzten 3 Jahre oder letzten 3,5 Jahre eindeutige Wirkung. Diese Sache ist eine Sache, die wir ohnehin geplant hatten. Ich sage das auch ganz deutlich, weil immer gesagt wird, ja, es ist ja nur auf irgendeinen Druck zustande gekommen. Das ist es nicht. Wir haben von Anfang an den Sparkurs durchgeführt und dass wir jetzt mit einer moderaten Kürzung von 2% bei den Fakultäten am Ende durchkommen, liegt letztlich daran, dass wir im Vorfeld schon so eine Haushaltsdisziplin an den Tag gelegt haben. Ja, das heißt, wir haben durch den Sparkurs der letzten Jahre diesen relativ moderaten Eingriff in die Fakultätsbudgets überhaupt erst ermöglicht. Wir mussten nicht härter eingreifen. Ich habe am Anfang das Ziel der bedarfsgerechten Budgetierung ausgegeben. Dieses Ziel ist ganz klar noch nicht erreicht worden. Wir sind da bisher nur in Ansätzen so weit gekommen. Also es ist auch nur in Ansätzen gelungen, die Idee des einen Universitätsbudgets zu vermitteln. Das ist mir einfach nicht gelungen bisher. Mit einem Budget meine ich, dass eigentlich alle Einnahmen, die wir haben, gleichberechtigt sind. Es ist eigentlich egal, ob ich aus der Finanzhilfe, aus ZSL oder aus Studienqualitätsmitteln etwas bezahle. Letztlich bezahle ich es und ich könnte, wenn ich das Geld aus anderen Töpfen nehme, mit dem Geld zum Beispiel der Studienqualitätsmittel halt irgendwas anderes machen. Also das heißt, zu vermitteln, dass eigentlich jeder Euro gleich wert ist, das ist nicht gelungen. Wenn man das hätte,
dann könnte man viel flexibler innerhalb der Universität die Budgetierung durchführen. Man könnte viel flexibler arbeiten und wir hätten insgesamt viel mehr davon. So ist es, dass wir manchmal Geld in Töpfen haben, wo wir es nicht weiter verwenden können. Ich kann hier nur noch mal daran appellieren, dass man dieses eine Universitätsbudget wirklich begreift und auch mit diesem einen Universitätsbudget versucht zu arbeiten. Die bedarfsgerechte Budgetierung heißt aber auch, dass man genau seinen Bedarf definiert, insbesondere bei administrativen Prozessen. Und dafür dient der Pro-Admin-Prozess. Der Pro-Admin-Prozess soll uns in der Verwaltung effektiver machen in den administrativen Prozessen. Er soll uns schneller machen und er soll aber auch genau dazu dienen, den Bedarf zu ermitteln. Das ist ein zentraler Baustein für die bedarfsgerechte Budgetierung. Und deswegen ist der Pro-Admin-Prozess so wichtig und deswegen wird er natürlich auch weitergeführt und zum Erfolg geführt werden. Ja, vielleicht noch ein Zitat aus meiner Bewerbung. Was habe ich versprochen? Die Georg-August-Universität Göttingen gehört zu den Spitzenuniversitäten in der Republik. Sie wird regelmäßig genannt, wenn nach den Top 10 der deutschen Universitäten gefragt wird und genießt auch international einen hervorragenden Ruf. Das habe ich bei der Begehung von Göttinger Sonderforschungsbereichen miterlebt, die ich als Fachkollegiat oder externer Gutachter begleitet habe. Daher muss es das Ziel sein, diese gefühlte Position in der nächsten Runde der Exzellenzstrategie, die voraussichtlich im Jahr 2026 beginnt, auch tatsächlich zu erreichen. Und wir wissen alle, das können wir nicht mehr schaffen. Wir haben es nicht geschafft. Unsere 5 Skizzen sind nicht zum Vollantrag aufgefordert worden. Das heißt, dieses Ziel, was ich am Anfang genannt habe, dieses große Ziel ist nicht mehr erreichbar. Das ist, glaube ich, völlig klar. Trotzdem ist das eigentliche Ziel, zu den Top 10 zu gehören, also zu den 10 Universitäten, die halt genannt werden, wenn man in Deutschland Universitäten nennt. Dieses Ziel ist natürlich noch erreichbar, aber jetzt natürlich deutlich schwerer zu erreichen, ohne den Exzellenzstatus, den wir ja nicht mehr erreichen können. Das ist, glaube ich, völlig klar. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir trotzdem eine Top-Universität bleiben, denn ich glaube, wir sind alle der Auffassung, dass wir eine Top-Universität sind. Und das macht sich auch in entsprechenden Zahlen bemerkbar. Ja, das heißt, im Bereich der Forschung, ich kann hier nochmal ein Zitat geben aus meiner Bewerbung, um das Ziel unter die Top 10 zu kommen, zu erreichen, muss die gesamte Volluniversität ihre Forschungsstärke ständig verbessern. Das ist wichtig. Dieses Präsidium steht ganz klar zu der Volluniversität, zu einer Universität mit einem breiten Fächerspektrum, zu einer Universität, an der man im Prinzip alles machen kann, zu einer Universität, die auch viele kleine Fächer hat. Das macht unsere Universität aus. Das macht unsere Universität ganz klar aus. Das ist in Niedersachsen die einzige Universität, die ein solches Spektrum vorzuweisen hat. Und das steht auch nicht zur Debatte bei unserem Präsidium. Es gibt Leute, die sagen, sollten wir uns nicht spezialisieren, sollten wir nicht Professuren hin und her schieben. Natürlich ist nichts sankrosant, aber wir sind stolz darauf, dass wir auch viele kleine Fächer haben, viele kleine Fächer, die wir nur hier haben, die extrem forschungsstark sind. Und deswegen steht dieses Präsidium ganz klar und deutlich zu Göttingen als Volluniversität. Das ist mit diesem Präsidium und mit mir als Präsident nicht verhandelbar. Ja, vielleicht zitiere ich noch etwas aus der Bewerbung. Um die Forschungsstärke der Georg-August-Universität weiter auszubauen, ist aber der wichtigste Baustein die Berufung von neuen Professorinnen und Professoren. Berufungen sind das Schlüsselelement, um hier deutliche Schritte voranzukommen. Und deswegen ist das Ziel, ein eigenes Vizepräsidentenamt dafür zu schaffen, eine Vizepräsidentin für Berufung, das haben wir, und den Berufungsprozess nach einheitlichen Standards in allen Fakultäten durchzuführen. Wir haben das im Rahmen von 2 Berufungsretreats auch erklärt. Wir haben versucht, dort verschiedene Prinzipien zu etablieren, was immer schwierig ist. Ja, wann lassen wir uns eigentlich extern beraten? Durch externe Kommissionen. Das ist natürlich ständig ein Punkt der Diskussion, ist auch an manchen Stellen wirklich schwierig. Ich weiß, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sehr eng sind, was die Befangenheitsfrage angeht. Da können wir und müssen wir mit Sicherheit
noch besser werden. Aber ich glaube, dass man jetzt schon sagen kann, wir haben die einheitlichen Standards, Berufung nach einheitlichen Standards, das haben wir vollständig geschafft. Die Fakultäten haben eine Berufungsplanung gemacht. Ich glaube, eine Berufungsplanung, die man gleichzeitig mit einer Entwicklungsplanung sehen kann. Das ist sehr sorgfältig in den Fakultäten durchgeführt worden. Das war ein wichtiger Baustein, den wir gemacht haben. Und die Strategie, die ich von Anfang an propagiert habe, war, dass wir mehr die Strategie fahren sollten, mit W1 Tenure-Track-Professuren uns zu entwickeln, also Menschen hier in jungen Jahren an die Universität zu berufen und sie bei uns zu entwickeln. Das heißt nicht, dass man auch etablierte Kolleginnen und Kollegen berufen kann, aber das etwas stärker durchzuführen, einfach weil wir damit gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Das muss man einfach sagen. Es gibt hier sehr viele Personen, die wurden hier vor Ort entwickelt und die sind heute entsprechende Leistungsträgerinnen oder Leistungsträger in ihren Fakultäten. Daran anzuknüpfen, das war mir wichtig. Das war am Anfang so, dass es doch sehr skeptisch aufgenommen wurde, aber ich sehe mit großer Freude, dass wir immer mehr Tenure-Track-Berufungen haben und ich glaube, diese Strategie geht auch auf. Wir werden dadurch auch viel diverser und auch zum Thema Gleichstellung kann man sagen, dass wir zum Beispiel bei den W1-Professuren einen Frauenanteil von 50% haben. Das haben wir natürlich insgesamt als Universität nicht. Das heißt, wenn man früher in der Karrierephase guckt, dann bekommt man auch ein diverseres Feld an Bewerbungen. Und so können wir das anhand von unseren eigenen Zahlen auch schon belegen. Ja, wenn wir jetzt zu den strategischen Zielen kommen, welche Ziele haben wir? Ich wiederhole nochmal diese Folie. Wir sind eine Volluniversität, eine international sichtbare Volluniversität. Wir wollen unter die Top 10 der deutschen Universitäten. Hier zum Beispiel im letzten THE-Ranking ist es so, da sind wir tatsächlich die 10. beste Universität in Deutschland. Sollte uns natürlich auch nicht zufriedenstellen, der 10. Platz, aber wir sind da unter den Top 10. Das ist schwer, das zu erreichen. Man muss es klar sagen, auch gerade weil wir jetzt in der Exzellenzstrategie weggebrochen sind, ist es schwer, das zu erreichen, aber es ist unser Ziel, zu den 10 genannten Universitäten zu gehören. International ist das übrigens der Fall. Wenn Sie im Ausland sind und Göttingen sagen, da gehören wir zu den Universitäten, die bekannt sind. Das muss man auch deutlich sagen. Wir merken das manchmal immer nicht, wenn wir uns hier befinden, aber international genießen wir einen hervorragenden Ruf. Wir haben jetzt Glück, dass das Land das Programm Potenziale strategisch entfalten aufgesetzt hat. Hier werden 25 Millionen maximal für unsere Universität ausgelobt und 20 Millionen nochmal zusätzlich für die UMG. Wenn wir ein Programm abliefern, welches Gutachtende überzeugt, und zwar ein Programm für die Entwicklung der Universität. Wir haben uns ausschließlich auf die Entwicklung im Bereich der Forschung gestürzt, weil wir gesagt haben, wir müssen aus der Exzellenzstrategie lernen. Aus unserem Versagen in der Exzellenzstrategie müssen wir lernen. Im Februar habe ich genannt, sozusagen eine umfangreiche Analyse angegeben, warum wir es nicht geschafft haben, zumindest unserer Meinung nach nicht geschafft haben. Das kann man auch in entsprechenden Senatsprotokollen nachlesen. Und diese Analyse zeigt unter anderem, dass wir im Bereich der Forschung nicht vollständig von unserer Volluniversität Gebrauch gemacht haben. Deswegen haben wir ein Programm, einen Antrag aufgesetzt, Göttingen, The Power of Cooperation heißt der Antrag. Und zwar geht es im Wesentlichen darum, das Potenzial unserer Volluniversität durch vernetzte Forschung noch stärker zu heben. Das heißt, gemeint ist Folgendes: Wir wollen versuchen, den naturwissenschaftlichen und den geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich enger zusammenzubringen. Ich sage bewusst nicht noch enger zusammenzubringen, weil die Bereiche sind nicht so eng zusammen. Und dafür haben wir 5 sogenannte Campus Research Alliances geschaffen. Das sind verschiedene große Themenfelder, in denen genau diese Zusammenarbeit zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften stattfinden soll, und zwar über den Campus ausgedehnt. Dieser Antrag wurde geschrieben von 3 Präsidiumsmitgliedern, 3 Dekaninnen und einem Mitglied des Göttingen Campus und einer Graduiertenkollegsprecherin, sodass wir ein großes Schreibteam hatten. Und dieser Antrag wurde auch in jedem Dekane-Konzil diskutiert, von März bis Juli, sodass wir auch den Input der gesamten Universität hier aufnehmen konnten. Und diese 5 Campus Research Alliances, die also auch
über die Universität hinausreichen sollen bis zu unserem Campus, aber sogar nicht nur bis zu unserem Campus. Eine Schwäche kann gewesen sein bei unseren Exzellenzcluster-Anträgen, dass wir sie auf den Campus beschränkt haben. Und deswegen haben wir auch noch Programme hier mit beantragt, das Programm Göttingen Connect und Göttingen Plus. Da geht es darum, dass wir nochmal ganz speziell trans- und interdisziplinäre Forschung, die zwar hier auch in diesen Campus Research Alliances gefördert wird, aber dass wir die nochmal einzeln fördern wollen, wenn Personen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um gemeinsam zu forschen. Da weiß man ja immer nie so recht, was rauskommt. Das muss man, glaube ich, ganz speziell fördern. Und auch, dass wir internationale Kooperationen gefördert haben oder fördern möchten, um eben deutlich über den Campus hinaus zu wirken. Auch das war in unserem Antrag, glaube ich, eine Schwäche. Es ist ganz wichtig, dass man das auch mit berücksichtigt, dass wir insgesamt eben vernetzte Forschung in den Vordergrund bringen. Und was wirklich bei uns eine Schwäche ist, ist noch, dass wir kein sozusagen institutionelles Programm haben, um unsere Early Career Researchers zu fördern. Das wollen wir durch die Göttingen Campus Young Academy machen, wo wir entsprechende Mittel auch beantragt haben. Natürlich ist es so, dass das Programm von Volkswagen ist auf 5 Jahre befristet. Man muss sich überlegen, wie kann man Sachen fortführen. Man kann zum Beispiel Sachen fortführen, indem man große Verbundprojekte dann erfolgreich beantragt hat und diese Verbundprojekte dann diese entsprechenden Research Alliances tragen. Die Göttingen Campus Young Academy, glaube ich, werden wir fortführen können durch das, was wir jetzt durch unsere finanzielle Sanierung geschafft haben. Natürlich nicht mit Dauerbelastungen, aber sehr wohl mit entsprechenden Anschüben. Insgesamt dient genau das dazu, unsere Verbundforschung weiter zu fördern. Wir sind zum Beispiel bei den Graduiertenkollegs immer noch die Nummer 1 in der Republik. Es gibt keinen Platz mit mehr Graduiertenkollegs mit Sprecherfunktion. Das bedeutet übersetzt, offenbar ist die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden nirgendwo besser als bei uns. Das ist ja schon mal was, da können wir wirklich drauf aufbauen und das wollen wir natürlich auch behalten. Bei Sonderforschungsbereichen stehen wir auch nicht schlecht da und bei Forschungsgruppen. Da wollen wir noch uns verbessern, damit wir eben in den entsprechenden Rankings nicht abfallen. Und das heißt, die neuen Formen der Kooperation, die wir erproben wollen im Rahmen des Programmes, ist es so, wir wollen die Forschungsstrategie noch stärker an der vernetzten Volluniversität ausrichten, um auch die großen Herausforderungen, die sogenannten Grand Challenges, die wollen wir auch mit in den Blick nehmen. Also die Probleme, die die Menschheit hat, und zwar getreu unserem Motto zum Wohle aller. Wir wollen auch internationale Verbundforschung initiieren. Verbundforschung gibt es eben nicht nur auf nationaler Skala, sondern auch auf internationaler Skala. Auch das ist in dem Antrag klar benannt worden. Wir wollen noch stärker mit technischen Universitäten zusammenarbeiten. Das ist ja etwas, was uns als Volluniversität tatsächlich fehlt. Und wir wollen halt verbindende Elemente weiter betonen, wie Nachhaltigkeit ist ein Element, was sich über die ganze Universität zieht. Datenwissenschaften, Data Science heute hat alles mit großen Datenmengen zu tun. Und auch die Internationalisierung selber im Rahmen einer Internationalisierungsstrategie ist natürlich essentiell. Ja, was ist das Ziel? Wir wollen also eine international konkurrenzfähige Volluniversität sein. Natürlich mit Bereichen, die sich in der Weltspitze befinden. Wahrscheinlich kann sich nicht alles in der Weltspitze befinden, es ist sogar höchstwahrscheinlich, aber es müssen sich auch Bereiche in der Weltspitze befinden, aber wir wollen eine international konkurrenzfähige Volluniversität sein. Das muss der Anspruch sein, den ein Platz wie Göttingen hat. Und was sind da messbare Ziele? Wir müssen unseren einen Exzellenzcluster, den wir haben, den müssen wir erfolgreich verteidigen. Das muss uns im nächsten Januar gelingen, denn damit sind wir noch auf der Exzellenzkarte verzeichnet. Und das ist ja eine große Campusaktivität und ich bin da sehr optimistisch, dass wir das schaffen. In den einschlägigen Rankings, zum Beispiel im DFG-Förderranking oder bei der Zahl der Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und Forschungsgruppen, müssen wir weiter versuchen, unter den besten Universitäten zu bleiben. Es ist immer so, dass dieses DFG-Förderranking, das ist immer mit einem gewissen zeitlichen Versatz zu sehen. Die Zahlen, die wir zum Beispiel heute haben, stammen aus den Jahren 2020 bis 2022. Da haben wir bisher natürlich nur einen relativ geringen Einfluss drauf gehabt. Deswegen sind Zahlen wie Zahlen von Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs und Forschungsgruppen eigentlich besser geeignet, um sozusagen den aktuellen, also jeweils mit Sprecherfunktion, besser geeignet, um den aktuellen Stand zu reflektieren, weil das Förderranking immer sozusagen mit einem zeitlichen Versatz kommt. Wir wollen international unter den besten 10 deutschen Universitäten
sein bzw. bleiben. In einigen Rankings sind wir auch. Ich sagte Ihnen schon, das ist keine Trivialität. Das ist das Ziel, was wir haben. Und wir wollen die Zahl der ISC und auch der Eminöter-Gruppen steigern, damit wir hier für Nachwuchsforschende attraktiv bleiben. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, die Göttingen Campus Young Academy ist ein Baustein, um das zu schaffen. Aber auch die individuelle Spitzenforschung wollen wir sichtbarer machen. Das heißt, wir müssen mehr Leute für Preise vorschlagen, müssen Lobbyarbeit hinter den Kulissen machen, damit diese Preisvorschläge auch erfolgreich sind, um sichtbar individuelle Spitzenforschende hier in Göttingen zu haben. Wenn ich jetzt aus der Bewerbung zitiere, was das Themengebiet der Lehre angeht, möchte ich Ihnen folgendes Zitat aus meiner Bewerbung zeigen. Studiengänge an einer Universität müssen grundsätzlich so gestaltet werden, dass sie zum Master als den Regelabschluss führen. Studierende sind also die späteren Forschenden in den jeweiligen Arbeitsgruppen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nach dem Master dann gegebenenfalls auch noch promovieren. Lehre und Forschung gehen Hand in Hand. Ihr Zusammenspiel ist der Markenkern einer Universität und hebt sie von allen anderen Institutionen ab. Auch hier gilt wieder, dass hervorragende Forschung die nötigen Freiräume für Lehre schaffen kann und umgekehrt. Hervorragende Lehre zieht entsprechend gut ausgebildete Nachwuchsforschende an. Das habe ich in meiner Bewerbung geschrieben. Und das heißt, die Universität ist die Institution, in der wir eine enge Verzahnung von Forschung und Lehre haben. Das ist wichtig. An diesem Anspruch müssen wir uns jeden Tag messen lassen. Deswegen stellen wir die forschungsorientierte Lehre so in den Mittelpunkt. Und das ist ein Anspruch an uns alle, nicht nur an die Studierenden, sondern auch an die Dozentinnen und Dozenten, dass wir uns gegenseitig fordern. Unsere Studierenden sollen die Lehrenden fordern, aber die Lehrenden sollen auch die Studierenden fordern. Wir wollen es schaffen, dass wir im Rahmen eines Studiums an den Rand der Forschung gebracht werden, an den Rand des unbekannten Gebietes. Das ist unser Anspruch, den geben wir auch nicht auf. Das ist in meiner Bewerbung schon formuliert worden und das haben wir auch die ganze Zeit getan. Wenn wir die Auslastung unserer Studiengänge angucken, ich zeige Ihnen mal hier die rechte Grafik, das sind die grundständigen Bachelor- und auch konsekutive Masterstudiengänge, Staatsexamina oder Magister. Hier sehen Sie, wir haben ungefähr 200 Studiengänge und wir haben 100 Studiengänge sind weniger als 80% ausgelastet. Sie sehen auch, dass wir zum Beispiel 50 Studiengänge ungefähr haben, die weniger als 40% ausgelastet sind. Das ist ein Problem. Die Frage ist es wirklich ein Problem? Es ist erstmal so, das liegt natürlich daran, weil wir eine Volluniversität sind. Ich sagte schon, da sind wir stolz drauf und das ist auch nicht verhandelbar. Wir haben kleine Fächer und wollen die auch behalten und haben auch einen kleinen Fächerprozess angestoßen, damit sowas berücksichtigt wird. In der Landesformel wird das leider nicht gut berücksichtigt. Nun muss man aber auch hier sagen, die Landesformel geht auch auf den Zeitraum 2020 bis 2022 zurück. Das heißt, im Augenblick, was die Landesformel liefert, sind die Daten der Vergangenheit, auf die wir, mein Präsidium, noch keinen so großen Einfluss hatten. Aber trotzdem wird das immer dazu führen, dass wir in der Landesformel, wie sie jetzt ist, ein Problem haben. Und deswegen haben wir schon daran gearbeitet, dass die LOM-Berechnung vielleicht einmal neu hinterfragt wird. Und wir sind da guter Hoffnung, dass wir hier auch einen Prozess im Land initiieren konnten, dass zumindest noch mal hinterfragt wird, wie kommt es eigentlich zu der LOM-Berechnung? Ist das für uns nicht, wenn Sie kleine Fächer haben, wenn Sie kleine Bereiche haben, ist das nicht klar, dass wir sozusagen stärker benachteiligt werden als andere Universitäten in diesem Spiel, weil wir die einzige Volluniversität in Niedersachsen sind. Ich habe das Gefühl, dass wir da langsam Gehör finden und bin da ganz optimistisch, dass wir daran etwas ändern können. Ja, das heißt, für die Lehre gilt auch ganz klar, wir stehen als Präsidium zu Göttingen als Volluniversität. Wir sind der Platz, an dem man, ich drücke es mal so aus, alles machen kann. Das sind wir in Niedersachsen und keine andere Universität. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch Studiengänge einstellen kann. Klar, das sollte man machen, wenn man zum Beispiel Neues ausprobieren soll. Natürlich können wir nicht beliebig die Zahl der Studiengänge wachsen lassen, aber es ist, glaube ich, klar, dass es das nicht heißt. Das heißt natürlich nicht, dass wir in einem statischen System sind. Das heißt aber schon, dass wir auch diesen Anspruch haben, dass wir kleine Studiengänge nicht nur haben, sondern auch haben wollen. Ich glaube, das sollte man deutlich sagen. Wir müssen in unserem Studienangebot allerdings noch mehr Gebrauch von der Volluniversität machen. Wir müssen unseren Studierenden die Möglichkeit geben, eben auch von diesem reichhaltigen Spektrum, was wir haben, Gebrauch zu machen, und zwar im Rahmen ihrer ganz normalen Curricula.
Volluniversität muss auch in allen Richtungen gelebt werden. Also das heißt also wirklich alle Bereiche müssen sich miteinander vernetzen, auch schon im Bereich des Studiums. Und auch die gezielte Internationalisierung der Lehre ist wichtig. Das bedeutet, Internationalisierung bedeutet schon mehr als nur Englisch in diesem Fall, also mehr als nur einen englischen Studiengang zu etablieren. Die Strategie Studium und Lehre ist gerade vor der Finalisierung. Wichtig ist natürlich der Prozess der Systemakkreditierung. Hier haben wir zu Beginn meiner Amtszeit ein sehr komplexes System vorgefunden, was wir versuchen jetzt weiter zu vereinfachen und von dem wir eigentlich sicher sind, dass wir das dann auch nächstes Jahr erfolgreich in die Akkreditierung bringen, nachdem es ja einmal nicht geklappt hat. Aber das System ist halt sehr, sehr komplex, was wir aufgesetzt haben. Und hier arbeitet der Vizepräsident für Studium, Max Radetzky, ja hart daran, das hinzubekommen. Und das sieht wirklich gut aus. Und viele Leute arbeiten daran, dass das jetzt erfolgreich wird. Und natürlich muss das Schlüsselkompetenzangebot der CES auch neu strukturiert werden, sodass wir hier ein tolles Angebot für unsere Studierenden in Zukunft haben. Auch da hat Herr Radetzky schon im Präsidium hervorragende Vorschläge gemacht, die wir auch gerne umsetzen würden. Ja, wenn ich jetzt nochmal aus meiner Bewerbung zitiere, ich habe in meiner Bewerbung auch gesagt, mir wäre es eigentlich wichtig, so etwas wie ein 0. Semester zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, die Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn so zu nutzen, dass man zum Beispiel mathematische Lücken oder auch Lücken in Deutsch, in der Grammatik zum Beispiel auffüllen kann, sodass wir ein Angebot als Universität geben, um so etwas zu machen. Das ist auch durchaus finanzierbar, wenn man das mal richtig durchdenkt. Und sowas wäre auch ein Studierendenmarketing, und das Studierendenmarketing steht bei uns auch ganz vorne auf der Agenda. Ja, das haben wir aber bisher noch nicht umgesetzt. Also das 0. Semester ist etwas, was ich bisher nur versprochen habe, was wir bisher noch nicht umgesetzt haben. Wir haben eine Vizepräsidentin für Chancengleichheit, Diversität und Internationales seit Beginn dieses Jahres. Und sie hat sich sofort vorgenommen, Frau Hanewinkel, die Internationalisierungsstrategie, die wir natürlich haben, aber die zu modernisieren. Wir wollen unsere Netzwerke, in denen wir uns befinden, intensiver bespielen und uns aber auch auf Netzwerke konzentrieren und nicht sozusagen überall mitmischen. Der englische Sprachraum soll stärker erschlossen werden. Schottland ist ja das Partnerland von Niedersachsen und da versuchen wir uns strategisch in diese Richtung zu begeben. Wir wollen weiter attraktiv werden für internationale Studierende. 17% haben wir bisher. Das ist die höchste Zahl, die wir jemals hatten. Da wollen wir noch attraktiver werden. Da ist es wiederum wichtig, dass wir übrigens in den internationalen Rankings nicht abfallen, weil manche Studierende nur dann ein Stipendium von ihrer Universität bekommen, wenn unsere Universität bestimmte Plätze einnimmt. Deswegen sehen Sie, wie hier viele Sachen zusammenhängen. Und natürlich befinden wir uns auf dem Weg zur barrierefreien Universität. Da müssen wir noch viel tun. Ich habe mir selber angeguckt, welche Barrieren es an der Universität gibt und war selber sehr überrascht, was es dort noch gibt. Wir sind dabei, hier die Barrieren Schritt für Schritt abzubauen. Das ist kein einfacher Weg, können Sie sich vorstellen, aber wir sind da dabei. Natürlich geht es um chancengerechte Gremienbeteiligung, die ist uns sehr, sehr wichtig. Die Antidiskriminierungsschutzrichtlinie, die haben wir in der Arbeit, das hat Frau Hanewinkel auch sofort alles in Angriff genommen. Und wir sind vom Stifterverband im Re-Audit wieder mit dem Label Vielfalt gestalten ausgezeichnet worden, sodass wir hier auch als eine Hochschule zählen, in der Diversität und Chancengleichheit eine große Rolle spielen. Ja, meine Damen und Herren, bei den Berufungen ist zu sagen, wir müssen die Berufungs- und die Finanz- und Entwicklungsplanung noch weiter verzahnen, nachdem jetzt ja die Berufungsplanung weitestgehend feststeht. Internationale Berufungen wollen wir noch weiter fördern. Ich sagte schon, wie uns das gelingen kann, indem wir stärker auf W1 setzen. Da sind die Felder diverser, auch internationaler. Das sehen Sie hier in dem nächsten Punkt. Dadurch, dass wir dann häufiger Tenure-Track-Berufungen machen, brauchen wir so etwas wie ein Tenure-Board. Das ist ja auch schon diskutiert worden, das Tenure-Board, wie so etwas aussehen kann und wie so etwas dann eingerichtet wird. Wir möchten insgesamt die Verfahren weiter professionalisieren, obwohl wir hier jetzt schon einen sehr guten Grad erreicht haben und die Fakultäten, glaube ich, hier schon sehr professionell unterwegs sind. Bei Sonderprofessuren müssen wir generellere Verfahren etablieren, weil sie uns immer noch sozusagen vor neue Herausforderungen stellen.
Ganz wichtig ist, dass wir den Gender Pay Gap schließen. Wir haben eine Studie, die klar anhand von Zahlen, von echten Zahlen zeigt, ja, es gibt bei W3-Berufungen einen Gender Pay Gap, der ist da, den kann man nicht wegdiskutieren und wir überlegen uns Maßnahmen, wie wir ihn schließen können. Und durch das Berufungsportal, das wir zusammen mit der OMG machen, schaffen wir es, die Prozesse noch weiter zu standardisieren. Ja, wichtig ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir von Anfang an gesagt. Wir wollen eine Universität sein, die es schafft, bis 2030 CO2-neutral zu sein. Das ist ein hohes Ziel, was wir uns gesetzt haben. Aber dass wir es ernst meinen, sieht man zum Beispiel an unserer großen PV-Anlage, die wir in Deppolshausen geplant haben. Eine PV-Anlage, die uns und die UMG mit 25% unseres Stroms versorgen wird. Ohne die UMG sind es, glaube ich, sogar 67%. Das ist eine große Anlage, die 40 Hektar in Deppolshausen belegen wird und die Anlage wird dafür sorgen, dass auch unsere Betriebskosten entsprechend zurückgehen. Sie hat sich in ungefähr 10 Jahren, in weniger als 10 Jahren amortisiert. Das ist also ein wunderbares Beispiel dafür, was wir an großen Sachen tun können, um der CO2-Neutralität etwas näher zu kommen. Geplant ist auch, dass man da möglicherweise Windkraftanlagen errichten kann. Das ist aber mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, auch gesetzgeberischen Aufwand verbunden, sodass das noch nicht in trockenen Tüchern ist, während die PV-Anlage komplett durchgeplant ist. Wir müssen auch, was die Wärme angeht, im Energieplan 2030, Wärme, Kälte, Dampf, haben wir gemeinsam mit der UMG eine Planung vor uns und haben auch schon geplant, dass wir auch im Bereich Wärme CO2-Neutralität erzielen können. Das ist noch ein deutlich komplexeres Thema, sind wir dabei. Und wir haben 28 Millionen Euro vom Land zur Verfügung gestellt bekommen für Sanierungen, die wir alle, die Energien, das müssen energetische Sanierungen sein, die wir schon komplett verplant haben, die uns auch weiterbringen werden in dem Ziel, klimaneutral zu werden. Wir haben natürlich weitere Sanierungen noch zu stemmen, zum Beispiel die in der Chemie, das ist, glaube ich, ganz klar, das ist unsere dringendste Sanierung und hat auch unsere Top-Priorität. Hier sind wir mit dem Land in entsprechenden Gesprächen. Ja, die Bauvorhaben sind ohnehin wichtig und da kann man nur sagen, bei Bauvorhaben ist es ganz wichtig, dass wir die Kosten unter Kontrolle haben. Bauvorhaben sind in der Regel 7-stellige Summen, über die wir dort reden. Hier ist es ganz wichtig, die Planung gut zu machen. Und ich kann nur sagen, zum Beispiel das Thomas Oppermann Kulturforum, das ist ja hier der Nordflügel des Forum Wissens und das Biodiversitätsmuseum, die sind auf gutem Wege und zwar mit gedeckelten Kosten. Wir werden dort keinen Euro mehr ausgeben, als wir bekommen, sodass so etwas, wie es ja beim Forum Wissen passiert ist, eine Kostenexplosion nicht mehr vorkommen kann. Das ist wichtig, hier das entsprechende Baucontrolling an den Tag zu legen. Auch die Betriebskosten für das Forum Wissen haben wir für verschiedene Szenarien im Blick und können hiermit also genau abschätzen, was in der Zukunft auf uns zukommt. Ich glaube, das war von Anfang an klar, dass es dort Betriebskosten geben wird, aber wir haben dort verschiedene Szenarien entwickelt, um hier diese Betriebskosten für die Universität handhabbar zu halten. Im Bereich Forschungsbauten sind wir sehr erfolgreich in den letzten Jahren gewesen. Wir haben erst kürzlich den Grundstein gelegt für den Forschungsbau HUCAP bei unseren Psychologen. Human Cognition and Behavior. AgriFutur ist so gut wie erfolgreich beantragt. Da sind wir auf bestem Wege. Das ist der nächste Forschungsbau für die Agrarwissenschaften auf dem Nordcampus. Die sind in der Vollantragsphase und dann ist es so, dass der nächste Forschungsbau wird dann von der UMG, der Forschungsbau Götzip werden. Hier haben wir uns abgesprochen. Wir hätten in der Zeit gar nicht mehr Forschungsbauten unterbringen können. Vielleicht nur zum Vergleich, der letzte Forschungsbau, den es gegeben hat, der stammt aus dem Jahr 2012 und das war das KWZ. Also sind wir hier in der Linie Forschungsbauten extrem erfolgreich und ich glaube, mit AgriFutur werden wir auch, was die Agrarwissenschaften angeht, eine ganz neue Qualität an Forschung ermöglichen. Und generell natürlich, das Baucontrolling muss entsprechend gut sein, damit wir auch in den Kosten bleiben und damit wir nicht wieder in diese großen Belastungen für unsere zentralen Finanzen reinkommen. Lassen Sie mich jetzt alles, was ich gesagt habe, noch einmal kurz zusammenfassen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir wirklich eine finanzielle Gesundung erreicht haben. Das war uns ganz besonders wichtig, dass wir von Tag 1 an haben wir diese finanzielle Gesundung in den Blick genommen und es war, glaube ich, wichtig, das zu tun. Ich weiß, dass das wehgetan hat, aber ich denke, es war völlig alternativlos, dass wir das zentrale Budget weiter stabilisiert haben und wir müssen es noch weiter stabilisieren.
Wir bekennen uns klar zur Volluniversität. Wir sind die Universität mit einem breiten Fächerspektrum. Wir sind die einzige Universität in Niedersachsen. Das ist das, was wir in Zukunft auch erhalten müssen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die international sichtbare Volluniversität Göttingen muss es immer geben und nicht eine Universität, die sich auf Bereiche konzentriert. Wir haben unsere Forschungsstrategie angepasst unter dem Motto The Power of Cooperation. Dadurch haben wir aus der Exzellenzstrategie gelernt. Wir haben versucht, die Fehler, die wir dort gemacht haben, die wir auch klar benannt haben, nämlich eben gerade nicht halt die Volluniversität auszunutzen. Diese Fehler versuchen wir gerade mit Potenziale strategisch entfalten, mit unserem Antrag The Power of Cooperation zu adressieren. Die Zahl der Verbundprojekte muss weiter gesteigert werden, sodass wir in den entsprechenden Rankings auch nicht weiter abfallen, sondern das Gegenteil passiert, dass wir steigen. Unser Ziel bleibt nach wie vor, immer in den Top 10 zu sein, zu den 10 Unis zu gehören, auch ohne Exzellenzstrategie, über die man sozusagen als tolle Forschungsuniversitäten spricht. Wir wollen auch die Volluniversität in der Lehre sein. Das heißt also, wer zu uns kommt, der muss diesen Mehrwert der Volluniversität auch erkennen. Der muss das vielleicht auch wünschen, zu sagen, ja, ich will vielleicht ein bestimmtes Fach studieren, aber aus einem ganz anderen Bereich möchte ich auch etwas haben. Das ist uns ganz wichtig. In der Berufungsplanung möchten wir in der Strategie noch häufiger die Tenure-Track-Option wählen, denn dadurch werden wir auch gleichzeitig diverser. Dadurch entsteht mehr Chancengleichheit, wenn wir W1 Tenure-Track nehmen. Ich sagte schon, wir haben da schon was geschafft, auch in verschiedenen Fakultäten, aber da können wir noch besser werden und wollen das auch in der Zukunft. Wir wollen noch nachhaltiger werden. Natürlich ist das, was wir hier an Energie erzeugen, die eine Sache, was die Mobilität angeht, in die Universität hinein und aus der Universität heraus. Das ist noch eine ganz andere Sache. Auch das wollen wir natürlich mit der Stadt zusammen in den Blick nehmen. Und wir müssen im Bauen die Kosten weiter unter Kontrolle halten. Auch da sind wir auf gutem Wege, dass wir bei unseren Bauten von Anfang an die Kosten im Blick behalten. Dann, glaube ich, werden wir in der Zukunft gut voranschreiten können, die Universität weiterentwickeln können. Ich möchte gleichzeitig dazu sagen, dass wir natürlich auch in Zukunft in den universitären Gremien anders miteinander umgehen müssen. Es ist, glaube ich, völlig klar, dass wir innerhalb der Universität unterschiedliche Auffassungen haben. Aber ich glaube, wir müssen Formen finden, um in der Zukunft besser miteinander zu sprechen, sich gegenseitig zu respektieren. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das in Zukunft auch schaffen können und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.